sieht lustig aus, ne? Sieht das cool aus? Ja, da habe ich was gemacht. Wenn die Enkelkinder jetzt zugucken, dann spul mal ein bisschen vor. Also ich habe hier ein bisschen gekokelt. Das sollt ihr natürlich nicht einfach machen. Ich bin da sehr vorsichtig, habe Wasser dabei, mache das draußen. Also deswegen, ich habe das gar nicht erst gefilmt. Aber ich finde es halt spannend und ich will das oder wollte es schon immer mal zeigen, was man damit noch so machen kann. Und deswegen bin ich damit schon durch mit dem Prozess des Kokelns und fange jetzt an, das Ganze auf Papier zu bringen. Also viel Spaß mit dem Video. Nicht Papier, Leinwand natürlich. Das ist hier unser Papier. Ja, es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man das ansenkt. Also mit Feuer zu arbeiten ist gar nicht so mein Element. Es ist eher das Wasser. Oder die Erde, die Luft, aber das Feuer eher nicht. Aber es ist trotzdem spannend. Also mit Asche arbeite ich gerne. Und hier nehme ich jetzt einfach meine Masse. Da habe ich noch einen Rest. Und ja, die ist auch nicht zu nass. Die klebt ganz gut hier. Das kann man ganz gut sehen. Die mag ich sehr gerne. Die kann man gut für Papierarbeiten nehmen. Nee, ich nehme doch das Palettenmesser. Du kannst natürlich auch den Kuchenheber einfach wieder verwenden. Ich kann den hier gerade besser halten. Die Form ist schon spannend. Also ich finde, sieht aus wie so ein Männchen oder... Ich nehme doch das kleine Palettenmesser hier. Ach, so ein Kaffeefilter ist auch sehr robust, das weißt du ja. Wir benutzen einfach alles vom Kaffee. Also vom Kaffee bis über die Masse, die Struktur, also den Kaffeesatz und eben jetzt auch einfach mal den Filter. Hier haben wir jetzt noch ein ganz abstraktes Stück, also das andere, ja, das sieht echt aus wie so ein kleines Männchen. Könnte man noch so einen Kopf drauf, so ein Gesicht drauf malen oder so. Jeder, wie er mag, macht das. Das ist eigentlich eine gute Idee. Die Sonne tut heute ihr Werk. Also hier scheint so die Sonne drauf, ist echt warm. Dann lasse ich das jetzt hier einfach mal trocknen und mischen wir mal ein paar Farben an. Ja, hier sind ein paar richtig schöne Farbtöne. Also das sind so natürliche Farben, die ja anders auf die Leinwand zu bringen, ist ja gar nicht so einfach. Ja, es sind ja wirklich so schöne Farben und die Asche, die gibt immer so schön noch Farbe ab. Und mit den Händen zu arbeiten ist auch toll. Also du brauchst nicht viel, wie du siehst. Du kannst einfach loslegen. Nimm das Werkzeug, was du da hast, mit was auch immer du gerne malst. Und dann mach einfach. Ich genieße das hier gerade, es macht so einen Spaß. Also das kann man auch ganz entspannt hier abtauchen.
Ja, ist mir jetzt doch zu grün. Noch ein bisschen blau. Farben mischen ist ja auch immer ein tolles Thema. Und hier kann man so zugucken, wie die Farben sich jetzt auch über die Fläche verteilen. Kleine Seen mit Inseln. Das hat mich jetzt gerade so daran erinnert. Ich muss hier gleich an den Grundkurs denken. Du siehst, wie ich hier auch mit Weiß arbeite und Farbe mische. Der nochmal drauf. Da ist nichts mehr drin. So ist das. Nehme ich halt die hier. Passt drauf, viel besser. Sollte so sein. Immer mal wieder drehen, die Fläche, Neues entdecken, dann sieht es auch wieder anders aus. Ich glaube, so lasse ich das. Woran erinnert mich das jetzt? Ich glaube, so, jetzt aber Finger weg. Nichts mehr machen. Ich lasse es jetzt so, muss sowieso einmal richtig trocknen. Ja, es gefällt mir gut. Ich habe viel Spaß gehabt. Es war auch aufregend. Ich arbeite nicht so mit Feuer und habe ich immer großen Respekt vor. Aber hier ist das wirklich schön, finde ich, diese ganze kleine Textur hier, diese schwarzen Inseln. Herrlich. Diese Flüsse und ja, Meeresfarben, Sandfarben, Strandfarben, Lagerfeuer am Strand. Daran erinnert mich das jetzt gerade. Ach ja, das ist doch schön. Malen am Strand, kleine Inseln schaffen, Inseln im Alltag, Ruhephasen im Alltag auftanken, einfach machen. Also das ist natürlich immer mein Motto. Und die Malerei ist einfach dafür da.
Ja, das ist im Kanal, das habe ich auch im Shop. Habe ich das im Shop? Nee. Oder? Ich weiß es gar nicht gerade. Ich kann es dir gerade gar nicht sagen. Wir werden sehen. Schau unter das Video, da wird irgendeine Info für dich dann sein. Ja, und den habe ich jetzt fertiggestellt. Hat viel, viel Spaß gemacht. Das Auge habe ich hier noch hingesetzt. Danke für deinen lieben Kommentar. Ich habe dann nochmal nachgeguckt. Und jetzt bist du dran. Ganz viel Spaß. Mit dem Feuer spielt man nicht, auf gar keinen Fall. Aber mit der Asche. Und ja, die Asche stelle ich sonst nicht so her, aber es war für mich ein Experiment. Und ja, ich liebe einfach Experimente. Und ich habe mich dabei so ein bisschen erwischt, dass ich mich unwohl gefühlt habe, weil zum einen arbeite ich nicht gerne mit Feuer, aber zum anderen war es so, ich habe was Verbotenes getan. Und das weckt natürlich auch so, ja, so ein Unwohlsein in einem. Man fühlt sich erwischt auf der einen Seite und ja, es ist auch so spannend, abenteuermäßig wie in der Kindheit, wenn man irgendwas gemacht hat, was man nicht machen durfte und man wusste es. Das war das gleiche Gefühl, was so auftauchte und ja, auch da rauszugehen und dann trotzdem zu tun, ist halt einfach etwas, wofür die Kunst gut ist. Und deshalb bestärke ich dich darin, Dinge auszuprobieren. Das muss jetzt nicht das sein, aber eben, wenn du möchtest, nimm das Papier so, wie es ist. Oder nimm den Fensterwischer. Das macht man ja normalerweise auch nicht als Künstlerin und als Profi. Als Profi hat man Profi-Werkzeuge und alles andere ist ja albern und Kinderkram. Das kriegen wir ja so vorgelebt in unserer Gesellschaft. Kunst gehört in Museen und die Künstler verraten selten etwas über ihre Prozesse. Vielleicht genau, weil sie so sind und das nicht akzeptiert ist in unserer Gesellschaft. Also mach dich davon frei, solange es deinen Werten entspricht und den Sinn, den du verfolgst. Also so ist es zumindest bei mir. Und deswegen danke ich dir für deine Unterstützung auf allen Ebenen, dass ihr hier seid und ja, das mit mir hier lebt. Das ist einfach großartig und deshalb Dankeschön für deine Unterstützung auf allen Ebenen. Schön, dass du hier bist. Schön, dass ihr alle da seid, euch immer hier trefft. Und ja, auch mal bei dem anderen Kommentar drunter schreibt, mir geht's auch so oder wie auch immer, herzlichen Glückwunsch oder gute Besserung. Das ist so schön, das zu lesen, dass ihr hier so eine tolle Gemeinschaft seid. Also danke auch dafür. Hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss!